100 Jahre und 6 Monate ist der Krieg ausgebrochen, nicht? Die Russen sind dann gekommen. Wir haben uns alle versteckt, weil eine Frau haben's niedergeschossen, die hat ein kleines Kind gehabt, das haben sie auf die Straßen geschmissen und sie war tot. War keine schöne Zeit. Sie sind schon früh gefallen. Mein Onkel, der Edi-Onkel ist gefallen, der Mich-Onkel, was meine Onkel waren, die sind alle im Krieg geblieben. Es war nicht schön. Die sollen nicht mehr kommen, sowas. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Ich habe heute die große Ehre, eine 100,5-jährige Zeitzeugin zu interviewen. Und diese 100-jährige Zeitzeugin erzählt uns heute, wie sie 100 Jahre jung geworden ist, wie sie damals die Zeit im Zweiten Weltkrieg miterleben musste, wie sie dann ihr Leben weiter aufgebaut hat, was wichtig im Leben ist und welchen Ratschlag sie uns auf den Weg geben würde, dass wir diese Zeiten von damals nicht wiederholen, aber auch, was wir tun können, dass wir auch mit hoffentlich mal 100 Jahren so eine gute und positive Ausstrahlung haben. Ich bin der Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichten, diese wertvollen Lebensweisheiten wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung soll sein? 100 Jahre und 6 Monate wäre ich im 21. Oktober. Am 21. April 1925. Bin ich geboren. Und wie fühlt sich das jetzt so an, 100 Jahre und 6 Monate zu sein? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so alt. Ich kann es gar nicht glauben. Hätten Sie das geglaubt, dass 100 Jahre wären? Nein. Mein Leben nicht. Sie haben ja gesagt, 1925 seien Sie auf die Welt gekommen. Wie war denn das damals so, in der Zeit aufzuwachsen, 1925? Weil Sie sind ja in Unterrabnitz auf die Welt gekommen, in Unterrabnitz. Ja, Unterrabnitz, Burgenland, da, Mittelburgenland. Mein Vater war Schuhmachermeister und Landwirtschaft haben wir auch gehabt, nicht? Wir haben einen Bruder noch gehabt, er war 2 Jahre jünger wie ich, und eine Schwester habe ich gehabt. Wir haben immer müssen fleißig arbeiten, der Landwirtschaft. Das war so früher. Mein Vater hat den ersten Dreschkasten gehabt zum Dreschen, nicht? Aber sonst ist alles mit der Hand, mit so einer kleinen Maschine. Und da haben sie das Getreide reingeschoben und so ist früher gedroschen worden, nicht? Er hatte den ersten Dreschkasten, wo mit dem gefahren ist. Dann ist er immer zu den Leuten, da müssen fahren, den ganzen Tag. Und wir waren die letzten Tage, haben wir immer geschickt. Jetzt ist es gegeben, dass niemand nicht geholfen hat wie heute. Viel zusammengehalten geworden früher, wobei man nicht viel gehabt hat, weil das war ja die Zwischenkriegszeit damals. Das war ja gerade der Erste Weltkrieg war aus, dann war viel Arbeitslosigkeit und da ist halt viel wahrscheinlich eben zusammengehalten, so wie Sie gesagt haben, auch noch geworden. Ja. Früher hat es nicht so wie Fleisch oder das, wenn wir angestochen haben, nicht? Im Winter haben wir Fleisch gehabt, das ist gesöcht worden, das ist dann am Boden aufgehängt worden. Aber sonst haben wir immer halt am Sonntag ein Fleisch gehabt. Da haben wir so einen Fleischhauer geholt. Also, das war schon alles. Also nicht der Überfluss, wie es heute ist, damals. Ja. Wir haben gegessen alles, was Gemüse ist, was wir gehabt haben. Sterz, Suppen, Strudel, Erde für Gemüse und das haben wir selber alles gehabt. Alles mit der Hand. Keine Maschine hat es da nicht gegeben. Ne? Ja, mit der Hand alles waschen, mit der Rumpel.
da hat's keine Waschmaschine gegeben noch. Ein Rumpel war das, dass man die Wäsche drauf gerumpelt, dass halt der Schmutz war, runtergegangen ist. Gewaschen ist in der Waschstraße geworden mit der Rumpel und dann ist man dort schwimmen gefahren halt rüber. Und da haben wir's auf so einen Stockel drauf und umgebracht. Heute kann sich ja das nicht mehr vorstellen. Ich hab viel müssen arbeiten früher. Als Kind eben, schon. Feld, zu Haus, Kühe halten. Früher war es schon anders, die Zeit wie jetzt. Jetzt ist es so golden. Ging früher halt nicht. Die Schulen nicht mehr kommen, sowas. Da ist ja in Österreich 1938 der Hitler gekommen. Wissen Sie da noch, was sich da dann geändert hat, wie das dann damals so gewesen ist? Da waren es circa 13 Jahre, Ja. wie das da war. Ja. Schule sind wir noch gegangen. 39er Jahre bin ich von der Schule austreten. Weil früher hat es keine Hauptschule gegeben. Nur für ganz Reiche, die waren im Internat in Starnberg, glaube ich, war damals. Und ist der Krieg ausgebrochen, nicht? Nach Allhauch haben wir müssen Schanzen gehen. Da haben sie die Panzer gekriegt, die Stalingrad hat es geheißen, wird eingebaut. Und da haben wir müssen schaufeln halt. Und die Flieger sind oben drüber, aber die haben nichts gemacht, weil sie gewusst haben, da sind dann das Arbeiten unten halt, nicht? Und dann im Stall haben wir geschlafen, ja. Und ein Mann war mit, der war im Krieg, war verwundet. Und der war zu Hause nicht. Der einzige Mann war mit. Sie sind schon früh gefallen. Mein Onkel, der Edi-Onkel ist gefallen, der Mich-Onkel, was meine Onkel waren, die sind alle im Krieg geblieben. Es war nicht schön. Die Russen sind dann gekommen. Wie die durchgezogen sind die Leute draußen gestanden, nicht? Und sind vorbei. Und unser Nachbar neben, der ist auch draußen gewesen. Und der hat gefragt, die Uhr hat er wollen sehen, nicht? Hat der geglaubt, weil er die Uhr hat gefragt. Und der hat einen Sinn gehalten und der hat so und Zeit gesteckt. Und dann, wie war's denn dann weiter? Da haben wir müssen dann, wie wir uns alle versteckt haben, weil eine Frau haben sie niedergeschossen, die hat ein kleines Kind gehabt, das haben sie auf die Straßen geschmissen und sie war tot. Und dann haben wir uns alle versteckt. So haben wir auf die Böden auf, wir haben zu Hause ein Zimmer gehabt, hinten das Zimmer drinnen, nicht? Und da war die Speise hinten drin, nebenan. Und da haben wir einen Kasten, da sind wir reingegangen, haben wir eine kleine Tür gehabt, sind wir reingegangen und den haben voraus unseren Kasten hingeschoben und da haben sie das Essen unten reingeschoben. Und da waren wir halt, bis dann alles vorbei war, vorbei. Und vorher sind wir draußen in der Strohschupfen, haben wir einen Boden gehabt. Vorher war der Kuhstall, da sind so Luftlöcher in den gegangen. Da waren wir oben, die Nachbarin war da mit. Und da haben sie uns das Essen bei den Luftlöchern raufgegeben. Es waren keine schönen Zeiten, was ich mitgemacht habe. Angst ist immer da gewesen, nicht? Aber nachdem, dass wir uns versteckt haben, ist es gegangen. Aber mir hat viel gehört. Das ist und umgebracht alles Mögliche. War keine schöne Zeit. Und dann haben wir müssen um 5 von Versteck raus, hat's geheißen, hat der Richter, der hat rummelt, wenn was Neues war, nicht? Also wir müssen alle mit Krampen und Schaufel und wir nehmen, und wir haben nicht gewusst, wohin. Hinten Russen gegangen, vorne Russen,
Und da haben sie uns wie die Kühe vortrieben. Und dann auf einmal hat es geheißen, da kriegt was aus. Und wir haben es aber nicht geglaubt. Und der eine Mann hat mir gesagt, dann hauen wir die Schaufel weg. Hat er gesagt, nein, das dürfen wir nicht. Und dann sind wir wieder heim. Von Unterabnitz bis Ohau. Aber das ist ja weite Strecken. Sind wir zu Fuß gegangen, hin und zurück. Dann sind wir wirklich heimgekommen. Und das war das Ende vom Krieg. Das war in 45er Jahren. War der Krieg aus, nicht? Sind wir heimgekommen. Und das war dann in 51er Jahren. 1951. Wie war denn das, wie ich nach Wien gekommen bin? Ich bin zu einem Arzt gekommen. Ich war froh, dass ich fortgekommen bin. Früher war das so nicht. Mein Nachbar hat mir den Platz, der hat gearbeitet dann, und der hat mir den Platz gesucht. Und da hat er gehört, dass die werden halt die Wohnungen brauchen. Und ich war froh, dass ich vorgekommen bin. Und dann bin ich zu einem Arzt gekommen. Er war ein Frauenarzt. Und bei denen war ich 5 oder 6 Jahre war ich dann dort. Und die sind dann nach Salzburg übersiedelt. Haben es gebaut in Salzburg am Bungalow und dann sind sie dorthin gezogen. Und ich hätte so mitfahren. Dann haben sie gesagt, keine Kinder haben es gehabt, ich hätte so alles geerbt dort nicht. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht mit, weil ich habe ihn am Kind in Salzburg nicht. Und da war er Madel. Und dass ich fortgehen hätte oder was. Und da habe ich dann meinen Mann kennengelernt in Wien. Wie haben Sie den Mann kennengelernt? Wie ist das gewesen damals? Tanzen waren wir. Und einen Freund hat er gehabt, der war mit da. Und habe ihn kennengelernt, nicht? Wir waren nicht kurz benannt, haben wir dann geheiratet, nicht? In 58er Jahren haben wir geheiratet. Und 51 ist sie dann auf die Welt gekommen, die Ingrid. Wie lange waren Sie mit Ihrem Mann verheiratet? Ja, wie lange war denn das? Haben wir geheiratet, wie habe ich gesagt, in 58er Jahren. Wann ist er gestorben? 95er. Ja. Er hat einen schweren Unfall gehabt bei der Eisenbahn. Sein Kopf ist gedruckt. Da müssen operieren. Spluggeringslassen. Keine schöne Zeiten, auch schöne und schlechte Zeiten. Aber hoffentlich bleiben wir gesund alle. Was Aufgesetztes kommt, dann kann man nicht ausweichen. Haben Sie eine bestimmte Erinnerung an ein besonderes Erlebnis, das im Kopf geblieben ist, was ganz schön war? Als Kind geboren ist, nicht? Familie. Die Familie ist schon wichtig. Zusammenhalt. Gesund bleibt auch. Weil ich kann mir vorstellen, wenn Sie die Familie nicht hätten, wären Sie gar nicht da. Also. Ja, da gibt es viele Gründe, warum ich nicht da war. Einmal bin ich fortgegangen und draußen sperrt zu und auf einmal wird mir schlecht und die Nachbarin kommt gerade raus und sieht das. Und die hat dann die Ingrid gleich angerufen und sie hat gesagt, ich lasse jetzt nicht mehr da, nicht? Und dann hat sie mich da mit runtergenommen und die Wohnung habe ich aber lange nicht gehabt. Und dann hat sie gesagt, für was zahlst du? Ich will Miete zahlen müssen, nicht? Ich wollte, für was zahlst du die Miete? Du musst ganz sauber. Seitdem bin ich halt jetzt da. Sind Sie mit 80 Jahren circa dann da hergezogen jetzt da? Mein Lebtag an dessen denkt, kann mich niemand erinnern, der was 100 Jahre alt ist.
Ja, das gibt's nicht. Kannst du aber nicht glauben. Wie haben sie das eigentlich gemacht? Weil das ist ihnen, glaube ich, im Krankenhaus einmal gefragt geworden, was sie gemacht haben, dass sie in dem Alter noch so eine schöne Haut haben. Was haben sie denn da gemacht dafür? Ein Arzt hat mich einmal gefragt, das war in Feldbach, da war ich dort und der hat mich angeschaut, wie ich angekommen bin. Und da hat er mich gesehen. Dann ist er gekommen, ob ich das jetzt überhaupt will, wie er das Datum gesehen hat. Und da sind ein paar Schwestern mit gewesen. Und die haben gesagt, Frau Nagel, jetzt sagen Sie mir mal, was Sie machen, dass wir mit den Alter so ausschauen, wie Sie können. Und ich gesagt, ja, mit kaltem Wasser waschen. Und die haben gelacht und schütten wir uns gleich mit dem Wasser drüber. Haben so einen Gardiner gehabt mit mir. Ja. Da muss er kalt waschen, nicht? Wie geht's Ihnen dann so, wenn Sie jetzt da wieder sehen, dass da wieder Kriege anfangen auf der Welt? Wie geht's Ihnen so, wenn Sie das im Fernsehen zum Beispiel jetzt da sehen und dann sehen Sie, ja, da ist ein Krieg, da ist ein Krieg. Verfolgen Sie das noch ein bisschen manchmal? Ja, nicht schön. Ich darf nicht zurückdenken. War nicht schön. Was würden Sie denn da den Zuschauern für einen Tipp geben, dass man das verhindern kann, dass sich das nochmal wiederholt? Dass man das verhindern kann, dass wieder so Kriege anfangen? Ja. Was ich sagen könnte, das hilft dir nicht. Ich brauche keinen Krieg mehr und den braucht niemand mehr. Ein Krieg ist nicht schön. Was würden Sie sagen, was ist wichtig im Leben? Gesundheit. Gesundheit. Dass man gesund bleibt. Es gibt viele und auch nicht. Die Krankheiten. Wie haben Sie das eigentlich gemacht, dass die jetzt 100,5 Jahre geworden sind? Haben Sie da irgendwas gemacht dafür, dass da so geworden sind mit 100 Ich Jahren? habe nichts geraucht, nichts getrunken und nur gearbeitet. Ja. Und inwiefern ist der Glaube im Leben wichtig? Ja, der ist schon wichtiger. Der gehört auch dazu, dass man glaubt. Ja, bin früher immer in die Kirchen gegangen. Heute kann ich nicht mehr. Wenn man den Fuß nicht gebrochen hätte, hätte es mir nicht gut gehen. Sie haben mit 99 Jahren einen Oberschenkelhalsbruch gehabt. Beide schon. Den ersten, ich glaube 20 Jahre oder was vorher, gell? Sowas. Und den vor 2 Jahren. Und seitdem muss ich halt liegen. Mit dem Rollad, mit dem kann ich nicht mehr runterfahren und sonst komme ich auch nicht. Ich kann nur da rundherum fahren, das geht noch nicht. Aber weiter fort ist schon alles vorbei. Ja, waren schöne Zeiten und schwierige Zeiten. Kann man vorstellen, mit 100 Jahren haben Sie viel Höhen und Tiefen miterlebt. Kann man wohl sagen. Was ist der Sinn im Leben? Der Sinn, dass man halt da ist. Nicht? Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Gesund bleiben. Gesund bleiben. Leben danach. Da habe ich Diphtherie gehabt. Und da habe ich nicht in die Schule gehen dürfen. Nicht? Und da ist draußen auf der Straße beim Tor gestanden, dieses
Haus ist weg, Diphtherie nicht zu betreten. Nicht? Und da war meine Freundin von mir, ist der Arzt gekommen, die ist unter das Bett geschlafen. Bis er fort ist. Und dann einmal, glaube ich, bin ich fortgerannt, hinter sie und er ist hinten nach aus. Ich warte, Luder, ich finde dich. Haben wir versteckt draußen. Ich kann noch drinnen. Ach Gott, was gibt's alles?